Guten Morgen zusammen. Heute geht's weiter auf meiner Tour mit der Lambretta G350. Ich habe gerade schön gefrühstückt, gut geschlafen. So, ich muss jetzt nur noch packen. Es liegt schon alles bereit, muss alles noch verzurrt werden. Und dann muss ich mich ein bisschen beeilen, weil es wird heute richtig warm. Ich glaube 35 Grad bis 38 Grad. Da ist selbst so eine Meshjacke zu warm. Und dann gerade mit der Airbag-Weste drüber. Das wird schön hot heute. Okay, so, alles verstaut. Bevor es jetzt losgeht, schnell mal nach dem Reifendruck schauen. 1,7, 2,2. Normalerweise fahre ich vorne 1,8, aber das dauert jetzt genau 5 Minuten und dann ist er vorne auf 2,0. Ja, schönes Hotel gewesen, tolle Zimmer, das Best Western und Preis war auch gut, also mit 90 € finde ich für eine Nacht mit Frühstück, ja, also da ist Frühstück mit bei gewesen, finde ich schon anständig. So, bevor ich jetzt mich auf die Landstraße begebe, noch schnell mal tanken, damit ich erstmal ein bisschen Ruhe habe. 1,83 ist okay. Freut man sich ja heutzutage schon. Gestern habe ich für 2,45 € getankt. Gut, auf der Autobahn, klar, immer noch teurer. Aber das ist schon wirklich krank, wenn man mal sieht, wo wir herkommen mit den Preisen. Okay, so, fertig mit tanken. Heute wird es richtig warm, genauso wie fast jeden Tag die nächste Zeit. Leider ein bisschen Regen gehabt gestern, also Stunde, 1,5 Stunden bin ich gestern tatsächlich durch den Regen gefahren. Das war nicht so schön, aber ich glaube, heute bin ich vom Regen verschont. Heute habe ich Zeit, heute fahre ich auch schön über Landstraße, also keine Autobahn mehr, sondern ganz entspannt Landstraße. Und ich fahre heute mit der Kalimoto-App, werde mir da ein paar schöne Strecken raussuchen lassen, ein paar kurvige. Ja, also Verbrauch gestern 4,5 bei Autobahnfahrt und ein bisschen Feuer geben. Ansonsten hatte ich immer so zwischen 3,7 und 4,2. Also 3,7 auch bei Autobahnfahrt gestern. Das fand ich völlig in Ordnung. Also wenn man so 100, 110 fährt, 3,7. Alles super, da habe ich wenigstens ein bisschen Reichweite und kann dann auch mal 250 Kilometer fahren mit dem 9,5 Liter Tank. Das gibt einem dann ein bisschen Ruhe und man muss nicht ständig tanken. Aber es gibt sonst zu berichten vom ersten Tag. Autobahnfahrt natürlich mega langweilig, aber man kann dann halt mal so ein bisschen testen, ob die Lambretta das auch macht, ob sie für längere Autobahnetappen gemacht ist. Klar, kommt nicht an Motorrad ran, kommt nicht an Maxi-Scooter mit großen Rädern ran. Windschutz ist aber okay, muss ich sagen, jetzt mit dem hohen Windschild, was ich mir ja gekürzt habe. Ja, es ist nicht das ganz hohe, sondern ich habe hier so ein Stück weggeschnitten oben, damit ich da besser rüber gucken kann. Ist also nicht mehr ganz so ein großes Segel, aber in der Breite ist es geblieben und hält mir so ein bisschen den Wind vom Körper weg. Das war gestern im Regen auch sehr angenehm, während ich mir, wenn es halt extrem heiß ist, dann auch wünsche, mal ohne Scheibe zu fahren. Aber naja, man kann halt nicht beides haben. Ansonsten Fahrwerk, jetzt mit dem Öhlins-Fahrwerk, ja, das ist ein Hammer. Also das ist wirklich gut. Das Originale ist schon sehr gut. Finde ich besser als bei der Vespa durch die doppelten Federbeine vorne. Eine Doppelschwinge statt Einzelschwinge macht eine Menge aus. Von daher bin ich da auch zufrieden gewesen. Aber jetzt für den Tourkomfort, und ich bin ja immer jemand, der da aufgrund meiner Rückenproblematik so ein bisschen weichere Federung, komfortablere Federung mag, sind die Öhlins da auf jeden Fall nochmal deutlich besser als das Originalfahrwerk. Also auch das ein gutes Upgrade. So, und langsam komme ich in die schönen ländlichen Gegenden. Ich habe jetzt mit der Kalimoto-App schöne kurvige Strecke raussuchen lassen.
Dauert ein bisschen länger, eine halbe Stunde länger, dafür mehr Fahrspaß. Und genau für so eine Straßen ist die Lambretta gemacht. Also nicht heizen, sondern ganz gemütlich hier über solche Landstraßen cruisen. Hier ist wenig Verkehr, hier ist nichts los. Sowas macht die Lambretta absolut fantastisch. Wiegt halt nicht viel, obwohl sie jetzt beladen ist mit ihren 170 Kilo und das Fahrwerk, was sie jetzt hat, butterweich. Gutes Handling durch Kurven. Ja, und so einfach dahin gleiten, ein bisschen die Landschaft genießen, die Luft atmen. Oh, also gerade wenn man aus Berlin kommt, ich habe das sofort gerochen. Ne? Also wenn man so in die ländlicheren Gegenden kommt, schon was ganz anderes als im Stadtleben. Und dazu Ruhe, Hügel, Landwirtschaft, Straßen, wo kein Verkehr ist, keine aggressiven Leute, die einen anhupen. Jetzt fängt es langsam an Spaß zu machen. Jetzt kommt so der Moment, wo man auch so ein bisschen Stress abbauen kann. Das, was man ja immer so mit sich rumschleppt durch Arbeit, Leben in der Großstadt. Ja, und was ist schöner als bei so einem Wetter? Ist auch jetzt im Augenblick gerade nicht so heiß, weil die Sonne gerade nicht brezelt, sondern ein bisschen bewölkt ist. Sehr angenehm. Ja, und bei solchen Straßen hier und bei solchen Fahrten, da macht die Lambretta jetzt wirklich Spaß. Ne? Durch dieses leichte Handling. Jetzt ist es wiederum kein Nachteil, die 12 Zoll, sondern wenn man so durch kleine Dörfer fährt und so das Ding so hin und her schmeißen kann, das ist halt alles extrem wendig und leicht. Auch manövrieren, so habe ich gemerkt beim Einparken, alles super easy. Tanken super easy, aufbocken leicht. Also das ganze Handling, und das ist halt der Vorteil von so einer Lambretta oder auch von der Vespa. Das ganze Handling ist halt ganz anders, als wenn man so ein 250, 300 Kilo Motorrad hat. Geht alles leicht von der Hand. Und ja, auf so einen Straßen hier fährt sich das absolut super. Ja, also kann man sich auch ein bisschen in die Kurven schmeißen, gar kein Problem. Hat natürlich jetzt nicht so eine Schräglage wie ein Motorrad, aber macht tierisch Spaß. Und darauf kommt es doch an, oder? Was auch sehr gut ist, ist mir aufgefallen, der Sound von dem Auspuff gefällt mir wirklich gut. Ist schön kernig, also hier würde ich jetzt keinen Bedarf sehen, mir da irgendeinen Sportauspuff ranzubauen. Der Originale erstmal sieht ja sehr gut aus und kerniger Sound. Also geht absolut in Ordnung. Ach, diese Strecken hier, traumhaft. Ja, so könnte ich den ganzen Tag fahren. Kleine Hügel, hoch, runter. Ein paar schöne kurvige Strecken zwischendrin. So macht das ganze Rollerfahren richtig Spaß. So, jetzt habe ich so ein bisschen die städtische Gegend um Landshut herum hinter mir. Und jetzt guckt euch das an, diese Straßen hier. Traumhaft. Jetzt wird es auch langsam mal Zeit für eine Pause, glaube ich. Bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Aber es ist wirklich so relaxed. Puh, jetzt musste ich erstmal kurz ein bisschen anhalten, kleinen Schreck gelassen. Vor ein paar 100 Metern war ein dicker, fetter Stau. Mich langsam vorbeigefahren und was war? Motorradunfall. Fahrer lag auf dem Boden, Beifahrer stand daneben, Riesenauflauf. Keine Ahnung, was passiert ist, aber man sieht immer wieder, es geht so schnell. Ob er jetzt schuld war, weiß ich nicht. Zu schnell, Kurve ausgerutscht. Oder ein LKW stand noch da, vielleicht ist da was passiert. Ja, und dann denkt man in so einer Gegend hier ist nichts, hier ist kaum Verkehr, so eine kleine Straßen. Und dann hat es wieder einen gelegt und der sah auch nicht so gut aus. Deshalb, es ist widerlich unbequem, es ist heiß, aber deshalb trage ich das hier, nämlich eine Airbag-Weste.
Ich habe ja nun auch vor 2 Jahren einen Unfall gehabt und ich weiß, wovon ich rede. Das geht so schnell kann man manchmal gar nicht gucken. Man muss überhaupt nicht selber schuld sein. Man wird halt als Motorradfahrer halt häufig übersehen. Die Silhouette ist halt deutlich kleiner als von einem Auto. Und ja, dann ist man immer der den Nachteil davon trägt, wenn was passiert, weil man nicht so geschützt ist. Und deshalb, wie gesagt, Airbag-Weste ist nicht schön, ist auch ein bisschen warm. Aber wenn was passiert, euer Nacken ist geschützt, der Rücken ist geschützt, Schulter, Schlüsselbein, auch die Nieren-Beckengegend ist geschützt. Klar, ein Beinbruch, alles auch nicht schön oder Schulterverletzungen in dem Fall hier auch nicht so toll abgesichert, nur mit einem Protektor. Aber die wichtigen Sachen wie Hals, Nacken, Rücken, Innereien, Brust sind geschützt. Und so eine Situation bestätige mich dann doch auch wieder, weil ich hatte vorhin auch gerade überlegt, dachte, Mann, warum tust du dir das mit dieser heißen Weste immer an? Gerade jetzt so bei 30 Grad. Ist schon ein bisschen eine Quälerei. Geht noch wegen der Meshjacke, da kommt noch ein bisschen Luft durch, aber ich habe halt auch eine Scheibe, da kommt jetzt kein Fahrtwind durch. Leute, ich kann es euch nur raten, fahrt mit einer Airbag-Weste. Die schützt euch doch um so viel mehr als ein Protektor, den ihr tragt. Ja, also mal wieder ein bisschen aufgerüttelt worden und deshalb fahre ich halt auch immer langsam. Eher defensiver, lasst die Leute überholen, lasst die Autos überholen, lasst andere Motorradfahrer überholen. Wenn sie alle sportlich fahren wollen, sich in die Kurven schmeißen wollen, sollen sie machen. Ich fahre lieber ganz entspannt, cruise durch die Gegend, genieße die Fahrt. Ja, also das mal als kleine unangenehme Unterbrechung meiner schönen Fahrt. Jetzt erstmal wieder ein bisschen relaxen. Sowas erinnert einen natürlich immer an den eigenen Unfall, den man mal hatte. Nicht schön. So, wird wieder mal Zeit für eine kleine Pause. Habe hier ein schattiges Plätzchen gerade gefunden. Und jetzt muss ich kurz mal was trinken, ein bisschen bewegen. Oh, langsam merkt man es doch ein bisschen im Hintern. Enzo macht alles anständig, so wie es sein soll. Süßes kleines Städtchen wieder hier mit einer hübschen Kirche. In Palling bin ich. Okay. Noch nie gehört. Aber Palling hat auf jeden Fall eine schöne Kirche. Ach, ich bin in der Nähe vom Chiemsee. Waginger See. Ach, wenn ich mehr Zeit hätte und nicht so viel Gepäck dabei, könnte man doch gleich noch mal kurz eine Runde in den See springen. So, kurze Pause, fertig. Schnell was getrunken, ein bisschen bewegt. So, nicht vergessen, Airbag-Weste. Die ist an sich auch ganz praktisch. Kann man schnell drüber stülpen über die Jacke. Ist auch schnell ausgezogen. Dann einfach Knopf drücken 3-mal und sie ist aktiviert. Ich habe eben schon rasch eine Unterkunft gebucht. Das geht wirklich immer super easy mit Booking.com. So, weiter geht's Richtung Taching. Stündchen haben wir noch. Die Stunde werde ich jetzt auch noch genießen. Kommen jetzt natürlich genau in die Mittagshitze rein, 13 Uhr. Aber dann bin ich genau zur Check-in-Zeit am Hotel. Habe noch ein bisschen Zeit, mir da den Königssee vielleicht anzuschauen. Und dann erstmal 2 Tage ein bisschen ruhiger. Ich habe nämlich gleich das Ganze für 3 Tage gebucht. Also 3 Nächte. Sodass ich mir dann die Gegend da am Königssee, Berchtesgaden ein bisschen anschauen kann, ein paar Ausflüge machen kann. Dann muss ich auch nicht jeden Tag mit dem kompletten Gepäck losfahren. Das ist, glaube ich, mal ganz angenehm. So als erster etwas längerer Zwischenstopp. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man dann so über die Landstraßen fährt. Nichts ahnend durch die Dörfchen, dann guckt man plötzlich nach hinten und sieht, oh, bin jetzt schon dicht an den Alpen dran. So, jetzt bin ich hier durch Taching durch und wow. Der See. Ja, das ist doch mal nett, oder? Ist der grün. Wow. Schöne Farbe. So, den Ausblick, den müssen wir uns doch mal kurz in Ruhe zu Gemüte führen. Ja, was sagt er? Traumhaft. Ja.
Ich habe mir jetzt auch bei dieser Tour so ein bisschen vorgenommen, ich will mir ein paar tolle Bergseen anschauen. Auch später, wenn es dann weitergeht Richtung Österreich, vielleicht Dolomiten, muss ich jetzt nicht unbedingt die 85. Serpentinentour machen. Ich glaube, das wurde auch schon oft genug gefilmt. Ist toll, klar, wenn man oben auf dem Berg ist, werde ich sicherlich auch einmal machen. Aber es gibt ja Leute, die wirklich einen Pass nach dem nächsten machen und die Serpentinen da hochballern. Ja, ich gucke mir, glaube ich, lieber diesmal ein paar Seen an. Ich habe Lust auf Seen. Schöne, entspannte Bergseen. So, noch 30 Kilometer bis zum Ziel. Und schaut euch die Kulisse an. Das ist doch mal ein Ausblick. Also ich bin ja ein Riesenfan vom Meer, aber ich bin mittlerweile auch ein großer Fan irgendwie von der Alpenregion geworden und von Bergen. So, das scheint es doch zu sein. Also das Hotel liegt nicht direkt am Königssee. Wollte ich nicht machen, weil da wäre es zu voll und auch zu teuer gewesen. Das hat, glaube ich, eine ganz tolle Lage hier, um überall hinzukommen, was hier in der Nähe so an interessanten Orten ist, die man sich anschauen kann. So, schnell mal eingecheckt. Alle sehr nett. Und haben gefragt, ob ich mit dem Auto komme. Habe ich gesagt, nee, bin mit dem Roller da. Sagt sie, was, mit dem Roller aus Berlin? Ich sage, ja, warum denn nicht? Geht doch. Das ist immer komisch, ne? Die Leute verbinden mit dem Roller irgendwie nichts, womit man auch lange Strecken fahren kann. Mit dem Motorrad hätte wahrscheinlich keiner was gesagt, aber Roller glaubt einem keiner. Gerade wenn sie dann sehen, dass es noch ein relativ kleiner ist. Ja, ich habe mir, weil es hier wirklich brütend heiß ist, wir haben ja morgen irgendwie 35 Grad, soll die nächsten Tage bis hoch zu 39 Grad werden. Da dachte ich mir, okay, da muss der Roller nicht draußen stehen. Stelle ich in eine Tiefgarage. Also man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber so ein schönes, schattiges Plätzchen in einer Tiefgarage ist doch besser. So. Kleiner Roller auf einem großen Platz. Das Topkäse kocht. Also hier könnte ich jetzt ein Ei drauf braten, ganz locker. Das war's für heute. Ist jetzt 17 Uhr, langer Tag wieder geworden. 5 Stunden Fahrt, aber war heute wirklich schön. Also das war ein toller Tag. Die Lambretta hat richtig Spaß gemacht. Überall, wo ich so lang gefahren bin in Dörfern, auch jetzt bin ich so Richtung Königssee noch mal kurz gefahren. Die Leute gucken schon. Also da fahren ja ganz viele, also hauptsächlich GSen rum, komischerweise. Aus allen Herrgottsländern, aus England, aus Belgien habe ich gesehen. Und ja, dann komme ich da an mit meiner Lambretta. Das war schon witzig. Die Leute gucken. Ja, die gehen zur Seite, gucken sie an, was ist das? Also sind da sehr interessiert. Ist halt relativ ungewöhnlich, dass jemand mit dem Roller so weit fährt. Also heute war ein schöner Tag, kann ich nur empfehlen, wenn ihr fahrt. 200, maximal 300 Kilometer. Lasst euch Zeit, sucht euch ein paar schöne Orte an der Strecke raus, wo ihr dann einen Stopp macht und vielleicht ein bisschen was trinkt und euch die Landschaft anschaut. Soll ja auch ein bisschen genießen sein. Und genau für dieses Genießen ist die Lambretta toll, weil sie sehr wendig, klein, schnell zu bewegen ist. Also schnell mal anhalten, irgendwo hinstellen, ist alles easy. Geht mit dem Motorrad natürlich auch, aber mit der Lambretta geht sowas natürlich etwas leichter als mit einem großen, schweren Motorrad. Also bisher super zufrieden, schöne Tour. Hier ist jetzt relativ viel los am Königssee, wie zu erwarten war. Es ist traumhaftes Wetter, Touristenbusse von vorne bis hinten. Ich muss heute Abend noch mal ein bisschen recherchieren, wo es dann morgen hingeht. Suche mir dann eine etwas schönere, ruhigere Tour vielleicht aus und mache jetzt hier 2, 3 Tage mal ein bisschen Sightseeing auf meine Art mit der Lambretta, ganz auf ruhig, und werde versuchen, ein paar schöne Plätze für euch zu finden, die ich euch zeige. Vielleicht finde ich ja 1, 2 Hidden Spots, die nicht jeder kennt. Werde natürlich noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen, aber heute bin ich zu fertig. Ich muss jetzt erstmal schlafen. Jetzt gibt es noch ein bisschen eisgekühlte Melone, um ein bisschen den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Dann geht es heute früh ins Bett und morgen früh geht es dann auf die erste Tour hier, auf den ersten Ausflug. Und da bin ich schon sehr gespannt. Wetter soll auf jeden Fall noch toll sein die nächsten Tage. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen heute. Und wenn ihr die Tour mit Enzo weiterverfolgen wollt, dann einfach den Abonnieren-Knopf klicken und dann kriegt ihr mal eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist.
Ansonsten fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis morgen, macht's gut und ciao.